Und als nächstes werden wir uns dieser Quest hier widmen. Das mit der Countess. Und sie ist, glaube ich, von 6 bis 18 Uhr zu sprechen. Und ich glaube, wir dürften da jetzt gerade in dem Zeitfenster sein. Ich glaube, wir müssen dann hoch zur Burg. Richtig? Na, bin ja mal gespannt, was die von mir will. Warum sollte so eine Adlige mich anlabern? Solange ich nicht wieder die Dreckarbeit machen muss. Da ist ja die gute Frau. Hallöchen. I've heard much about your deeds from my people in Bruma. I trust the stipend Tolgan gave you whetted your appetite. Ja, darum bin ich hier. Good point. Allow me to formally introduce myself. Och, I'm nee. Countess Narina Kavain. I assume you've noticed all the Akaviri relics I'm displaying. Mhm. Well, it's safe to say I'm a collector of sorts. I've invested a great deal of time and money acquiring these bits of ancient history. Yay. In fact, I'd be so bold as to proclaim my collection the most complete in all Cyrodiil, perhaps even beyond. Except for one thing. A particular relic has eluded me for many years. Possessing this piece of Akaviri antiquity would make my collection complete. I'm of course referring to the Draconian Madstone. Okay. Und was ist das für ein Ding? The stone is a fine bit of Akaviri craftsmanship. Worn like an amulet, this talisman is said to protect the wearer from poisons of any type. The Madstone appears as a snake coiled around and encircling itself. The eyes of the snake are supposed to be precious gems or some such. Through my sources, I've learned that the last reported location of the Madstone was the ruins at Pale Pass. Yay. Okay, wir sollen also ein Relikt holen für die gute Frau. Are you familiar with the history of Pale Pass? Nein. Interessiert es mich? Na gut. Well then, history lesson notwithstanding, I hope you can recover the Draconian Madstone. Ach so, ich hab jetzt ja gesagt, aber dabei... Are you... no. Back at the end of the First Era, raiders from the continent of Akavir attempted to gain a foothold here in Tamriel. At that time, the Empire was broken into smaller factions. Raymond Cyrodiil decided to unify them and form an army to repel the Akaviri raiders. The force became known as the Army of Raymond. The two armies clashed in what's now northern Cyrodiil. The Akaviri were strong and well supplied. But their greatest error was marching through Morrowind on the way to their objective and dismissing the response it would garner from Vivek. They didn't count on Lord Vivek forming an alliance with the Trident Kings of the Dreg. From Morrowind he struck at their rear flank. Not only did this make the Akaviri fight on two fronts, it also cut off access to reinforcements and supplies from the sea. Okay. History lessons are boring. Naja, wir können ja noch kurz fragen, wie es geendet ist. Not quite. The army of Raymond knew that the organized Akaviri forces were commanded from a hidden post in the mountains. Rumors placed it in a snowy vale called Pale Pass. That's where Raymond focused his attention. As his forces fought their way across the Gerald Mountains, the Akaviri suddenly surrendered. It was assumed they were overwhelmed and gave up. The only strange part was that the command post and Pale Pass were never found. It was dismissed as a rumor, and the army of Raymond celebrated. It's come to my attention that the post did exist, and it happens to be the last reported location of the Draconian Madstone. Okay. Dann werden wir uns doch mal darum kümmern. Please consider my proposal. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt alles Wichtige gefragt, um...
An amulet that supposedly grants the wearer immunity to poison. Sie hat jetzt gar nicht über die Bezahlung mit mir gesprochen. Aber Immunity to Poison ist natürlich cool. Vielleicht behalte ich das Ding. I should speak to her for more information. Okay, wir sind noch nicht fertig. Hear me out. Das hatten wir schon, If you ne? retrieve the draconian madstone for me, Ah, doch. I'll be happy to compensate you by rewarding you with another Akaviri artifact. Oh. Are you game? Also wir bekommen ein anderes Artefakt dafür, dass wir dieses Artefakt bergen. Okay. I had a feeling you'd accept. Good. Then let me tell you how you're going to find the madstone. I've come into the possession of a diary, written by an Akaviri messenger. I suspect that the text within can lead you to the ruins. Ein Rätsel. Here's a translation of the passages we could still read. It was quite damaged. I've also included a rough map that was drawn in the diary as well. I'm also providing you with a unique key that was supposedly found with the diary. I'm assuming it'll prove useful when you arrive at the site. Okay, ich glaube, jetzt sind wir aber soweit fertig, oder? Vielleicht das Diary noch mal kurz. I paid several scouts to try and find the ruins at Pale Pass before I hired you. They were only able to locate the first of a series of landmarks. These landmarks are mentioned within the diary. The one referred to as Dragonclaw Rock has been located. Okay. I'll mark it on your map. Schön. The rest is up to you. My scouts reported bitter cold and dangerous creatures in the area, so they couldn't proceed. Be cautious and return home soon. Good luck. Dankeschön. Dann May the path ahead be free of danger. haben wir ja eine neue Quest bekommen und ich bin sehr gespannt, was es mit dem Ding auf sich hat. Wir werden jetzt erstmal, bevor wir unsere Nase in das Diary stecken, direkt zum ersten Landmark laufen. Hello. Und anschließend mal gucken, ob wir das nächste finden. Irgendwie finde ich es ja ganz schön, dass das so versteckt ist und dass man das erst finden muss. Und ich bin auch sehr gespannt, was sie uns dann für eine Belohnung gibt. Das hat sie ja leider nicht verraten. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Belohnung sogar dann wertvoller ist als das Artefakt, das wir ihr bringen sollen. Alles andere wäre auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Vielleicht kann man sich auch entscheiden, welches man besser findet. Also sozusagen, entweder man gibt die Quest ab oder man lässt es halt. So. Sag mal, wie weit sind wir jetzt eigentlich bei Akrobatik schon? 21 erst. Achso, ich dachte, es wäre weniger. Okay. Ach du Scheiße. Oh, hier geht's ganz schön bergab. Hi. Bin ich hier richtig? Was ist das hier? Das ist irgendwie zu. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Vielleicht sind wir ja schon richtig. Vielleicht haben wir den Pass ja schon gefunden. Das wäre irgendwie lustig. Vielleicht ist das auch das Ziel. Naja, aber auf jeden Fall ist das schon mal verschlossen. Pilz sammeln. Ich könnte fast wetten, dass das richtig war. Was hat sie uns denn für einen Key gegeben? Das war doch ein normaler Schlüssel, oder? Wenn ich nur wüsste, wo man Schlüssel sieht. Wo man sich die anzeigen lassen kann. So als ginge das irgendwie gar nicht. Sowas wie ein Schlüsselbund hat man nicht. Doch, hier, Keys. Ist nur ausgeblendet. Alles klar. Akaviri Fort Key. Ist es das Ding? Was steht denn in der Quest? Was hat sie uns denn gegeben? Bla bla bla. Messenger Diary. Location of the runes. The Countess has provided me with a map, a translation of the diary to use a guide. As a guide.
And the key that may unlock the door at the side. Ich werde auf jeden Fall mich kaputt lachen, wenn das, wo wir jetzt eben waren, tatsächlich schon die richtige Tür war. Wie weit ist denn das Landmark eigentlich? Dragonclaw Rock. Kann ich da hin? Nein, da muss ich leider hinlaufen. Oder halt das Pferd nehmen, aber das habe ich leider an den Stellen stehen lassen. Irgendwann wollten wir uns ja mal ein schnelleres holen. Andererseits weiß ich gar nicht, ob sich das in diesem Spiel überhaupt lohnt, bei diesen ganzen Schnellreisepunkten. So. Irgendwie schön hier mit diesem schneeverschneiten Wald. Ich mag das. Auch nie. Das wiederum mag ich nicht so gern. Okay, Schild ist anwesend. I've arrived at Dragonclaw Rock. I should consult the messenger's diary to learn the way to the next landmark. Okay, das Diary. Wo ist es? Query Diary. Translation. Day 3. It is with a heavy heart and a trembling hand that I pen this latest entry. It has been several days since I have seen anyone else on the road from our garrison at Grey Ridge. The road is lonely and treacherous. I am rationing my supplies to prepare for a tough path ahead. As long as Provinz Cyrodiil's army hasn't located our headquarters at Pale Pass, the journey should be fairly uneventful. I admit I am nervous. It is an honor to be selected to carry these orders to our fort, but sending me alone is a calculated risk. While it is not my own life I am worried about, it is the importance of the contents of the orders that aggrieves me. If they are somehow lost, the fort will not know that their supplies are going to be delayed by a month. Boah, das ist ganz schön lang. Without that knowledge, the fort may choose to press the attacks on the front line as their supplies dwindle. They are counting on those supplies to be there sooner. I must not fail getting this message there. The slate rock that the orders have been carved upon for safety weighs me down. It is a constant reminder of the more than physical burden that I carry. Das ist also das erste Landmark, oder was? Ja. The huge formation is a welcome and invigorating sight. The giant stone appears to reach down from the north and strike at the heart of Ramon's forces like our armies have been doing for the better part of a year now. Also. That as I head you west along the narrow path. Also, westlich, okay. Boah, ich weiß ja nicht, ob das nicht jetzt ein bisschen vage ist. Also. Naja, das ist ja der Weg, der nach Bruma führt. Puh. Also Westen ist ja hier. Und hier ist das ein Pfad? Kann man das als Pfad bezeichnen? Ich glaube nicht, oder? Boah, ich hasse ja solche Wegangaben. Wo man sich halt immer fragt, ob das jetzt stimmt oder nicht, oder... Was wäre denn das nächste Landmark eigentlich?
As I head due west along the narrow path. Westward, I have come within sight of the Sentinel, a huge statue placed there by some unknown artist many years ago. The Sentinel. It stands watch pointing north, as if daring anyone to cross the borders into the Imperial Nation. Okay, also wir müssen irgendeine Statue des Sentinels finden, die nördlich guckt. Nur das da ist eher der Weg nach Bruma und nicht dieser Pfad, den er beschreibt, glaube ich. Ja. Oh weia, Leute. Ich glaube, das finden wir gar nicht so einfach. Ich glaube, das werde ich mal... Ich werde da mal offscreen ein bisschen suchen, weil ich möchte da jetzt nicht so eine ewig lange Suche draus machen. Bin auch nicht so der Fan davon, so schlechte Wegbeschreibungen... mich so schlechten Wegbeschreibungen beugen zu müssen. Vielleicht gucke ich auch einfach nach, wo es ist. Aber definitiv nicht onscreen. Damit möchte ich das RP irgendwie nicht so gern belasten. Also bis gleich.